Ihr Lieben, uns ist auf der Stellplatzsuche was nicht so Cooles passiert. Die meisten von euch können sich vielleicht an meiner Position und der Position des Autos denken, was es ist. Wir haben jetzt mehrere Stunden versucht, es zu beheben. Es hat nicht geklappt. Wir geben jetzt auf für die Nacht. Es ist kalt und sehr dunkel. Deswegen essen wir jetzt was, schlafen so. Alles Weitere dann morgen früh. Aber bevor wir euch das ganze Schlamassel zeigen, erstmal, wie wir überhaupt dahin gekommen sind. Im letzten Video haben wir euch spannende Seiten von Teheran gezeigt und waren zum Schluss auf dem Weg aus der Hauptstadt raus. Schnell waren wir auch wieder auf den Autobahnen in den leeren Landschaften des Irans. Weil es praktisch ist, an Orten zu übernachten, die man kennt, statt sich was Neues zu suchen, haben wir für die Nacht bestimmt zum 4. Mal an dieser Karawanserei geparkt. Oh, ich freue mich so. Jetzt sind wir zurück im Van und wir haben ja irgendwie in letzter Zeit relativ wenig im Van übernachtet. Erst in der Werkstatt und jetzt ganz lange in Teheran bei Freundinnen. Und umso schöner ist es, dass es jetzt so weitergeht. Ich habe auch richtig Lust, weiter zu reisen und so. Das war jetzt voll cool, mal wieder dieses Stadtleben zu haben. Aber umso schöner ist es auch, dass es jetzt weitergeht mit dem Leben on the road im Auto und dass es dann auch weitergeht in neue, für uns unbekannte Länder. Kamel, hallo, guten Morgen. Hier sind sie, die obligatorischen Kamele, die einfach in jedes Iran-Video gehören. Die gesamte Strecke bis zur Grenze waren übrigens über 1000 Kilometer. Iran ist ein ziemlich großes Land, 5-mal so groß wie Deutschland, aber auf der Autobahn kommt man ziemlich gut voran, bisschen holprig manchmal, aber dafür kaum Verkehr und sowas wie Stau oder große Baustellen gibt es eigentlich gar nicht. Yeah! Der erste Schnee in unserem Winter hier. So, inzwischen haben wir jetzt nach Isfahan geschafft. Wir wollten eigentlich in diesem Werkstattviertel noch so ein paar Sachen kaufen. Wir wollten nochmal einen zweiten Wassertank, falls wir irgendwo mal länger sein möchten. Dachgepäckträger für neue Solarzellen und so. Aber ich habe irgendwie ein bisschen vergessen, heute ist ja Donnerstag, also quasi das Wochenende fängt an. Und wir sind so am Nachmittag angekommen, das heißt die ganzen Geschäfte haben langsam schon zugemacht. Und machen natürlich morgen auch nicht auf, deswegen ja, müssen wir das auf woanders verschieben. Und jetzt stecken wir natürlich auch hier voll im Rush Hour, alle fahren nach Hause, Verkehr. Und wir wollen einfach nur noch eine Pommes essen hier. Wir haben Hunger, deswegen fahren wir jetzt in die Innenstadt und da gab es ja so geile Pommes. So, wir sind jetzt zum 3. Mal in Isfahan und beim ersten Mal war ja kein Wasser im Fluss. Dann hatten wir das Glück, den Fluss mit Wasser zu sehen und jetzt 2-3 Wochen später ist das Wasser wieder weg. Also, so schnell geht das hier. Ja, er ist wieder ausgetrocknet. So, da haben wir unsere Pommes und letztes Mal haben die ja die Soßen also mega übertrieben reingekippt. Deswegen haben wir uns diesmal eine Dose mitgenommen und dann können wir das so dippen, wie man das so mit Pommes macht. Mmh. Uiuiui. Haben jetzt für 3 Monate eingekauft. Also Konserven und Nudeln und so, weil wir gehört haben, dass es auf der arabischen Halbinsel, was ja auch logisch ist, sehr viel teurer ist. Und es gibt so Sachen, die essen wir immer. Nudeln, Pasta, Tomatensoße, irgendwelche, Baked Beans oder genau, irgendwas. So Kichererbsen und so. Ja, also Sachen, die sich halten. Wir haben jetzt so um die 30 Packungen Nudeln gekauft und mindestens 50 Dosen mit Tomatensauce und sowas alles. Und noch ganz viele andere Sachen, so ein paar Kleinigkeiten, ein paar Kekse, was haben wir noch? Zahnpasta, Shampoo, genau. Hygieneprodukte. Hier im Iran wird ja viel produziert, auf der arabischen Halbinsel wird fast alles importiert. Deswegen bereiten wir uns darauf einfach schon so ein bisschen vor. Alles erledigt, Vorräte eingekauft, jetzt ging es also wirklich Richtung Grenze. Eine kalte Nacht. Auf dem Weg mussten wir noch über ein paar Berge, wo es sehr viel kälter war und sogar etwas Schnee lag. Und damit kommen wir dann auch zu dem Schlamassel, was uns auf der Stellplatzsuche passiert ist. Die Nacht war kalt und am Morgen war alles gefroren und wir standen abgelegen in den Bergen an diesem schönen Stellplatz. Während ihr jetzt dieses Video schaut, sind für euch nur wenige Minuten vergangen. Für Marianne und mich mehrere Stunden, die wir versucht haben, schräg bei Eiseskälte in diesem Van zu schlafen. Weil, wie ihr seht, haben wir uns festgefahren. Yay! Gestern Abend war es hier dunkel, hier war niemand.
Wir haben stundenlang versucht, uns hier auszugraben. Es hat nicht so richtig geklappt. Da war das hier alles mega weich und matschig. Also hoffen wir, dass unsere Chancen jetzt ein bisschen größer sind, hier rauszukommen. Jetzt ist der Boden ein bisschen gefroren. Also drückt uns die Daumen, dass es jetzt klappt. Weil so lange wollen wir jetzt hier nicht mehr bleiben. Vor allem nicht in der Position. Aber auf der anderen Seite scheint der Boden so glatt zu sein und die Haftung so schlecht, dass der Reifen einfach nur ganz schnell durchgedreht ist. Also wir haben sogar versucht, diese Matte zu nehmen, weil wir haben jetzt keine Sandfläche oder so, die da hingelegt und die ist einfach so nach hinten geflogen. Hat also überhaupt nichts gebracht. Und wie ihr ja sehen könnt, sind wir hier in den Bergen. Es liegt Schnee, es ist richtig kalt. Heute Morgen waren nur 3 Grad bei uns drin. Ja, wir sind hier so auf ein bisschen über 2000 Meter Höhe. Also im Iran ist es auf jeden Fall auch kalt, es liegt Schnee. Und eigentlich eine ganz schöne Landschaft. Eigentlich ganz schön, dass wir das hier nochmal sehen können. Aber die Umstände sind natürlich ein bisschen blöd. Wir haben eigentlich gedacht, wir können das Auto mit dem Wagenheber ein bisschen hochheben und dann unter den Reifen irgendwie so Schotter und so packen. Hat jetzt nicht so richtig geklappt. Wir haben jetzt so ein bisschen Schotter überall verteilt, den ich da hinten an der Straße gesammelt habe. Und wollen es jetzt einfach mal versuchen. Mal sehen, vielleicht klappt es ja. Wir lassen noch kurz den Motor warm werden und hoffen dann, dass es funktioniert. Aber sonst, wir haben ja ganz viel Essensvorräte. Wir könnten hier notfalls auch einen Monat bleiben. Wir haben Essen, wir haben Diesel für die Heizung. Mal sehen, ob wir es dann noch in den Oman schaffen. Oder ob wir jetzt hier in den iranischen Bergen bleiben. Sieht so aus, als würden wir das alleine nicht hinkriegen. Sprich, wir werden jetzt hier rumlaufen und hoffen, dass wir irgendwen finden, der uns hier rausziehen kann. Tja, viel ist hier nicht los. Es ist halt so eine kleine Straße zwischen so ein paar Dörfern. Jetzt müssen wir hoffen, dass ein passendes Auto vorbeikommt, was uns rausziehen kann. Oder wir müssen hier in so ein Dorf laufen und da mal schauen. Wir sind jetzt zu einem kleinen Örtchen gelaufen und haben diese Leute gefragt. Die haben uns jetzt die Adresse von jemandem gegeben, der einen Traktor hat. Da laufen wir jetzt mal hin. Auch wenn sowas natürlich ein bisschen nervt, ist es natürlich so, dass wir jetzt voll in Kontakt mit Locals kommen. Das ist schon auch voll cool. Mit den einen reden wir, die geben den nächsten Bescheid, die nächsten fahren jetzt los. Das waren jetzt gerade voll junge Leute mit so Bomberjacken voll modern gekleidet und so. Also es ist voll lustig auch irgendwie. Und ich bin mir irgendwie sicher, dass wir hier Hilfe bekommen. Dauert vielleicht ein bisschen, aber am Ende freuen sich ja dann Leute auch zu helfen und so. Ist natürlich mega nett, dass sie uns jetzt helfen wollen, aber jetzt machen sie ungefähr die gleichen Fehler und Sachen, die wir halt auch schon probiert haben. Ne? Nochmal buddeln, Steine da hinlegen, irgendwie gucken, warum das eine Rad durchdreht, aber am Ende sind wir auf der einen Seite einfach viel zu tief eingesunken und auf der anderen Seite kriegt das Rad keinen Grip und dreht halt völlig durch und hat da gar kein Gewicht. Also wahrscheinlich ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, wirklich, dass uns jemand rauszieht. Jetzt rufen wir dann nochmal irgendwo an. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass wir nicht alleine sind und Unterstützung haben. Das ist ja schon mal voll nett auf jeden Fall. Oh Gott! Wuhu! Mit dem richtigen Fahrzeug, also dem Trecker, ein Akt von wenigen Sekunden und wir sind frei. Wuhu!
Ja, das ging jetzt echt einfach mit dem Trecker. Haben wir stundenlang gebuddelt und mit dem Wagenheber versucht und ja, ist einfach zu matschig gewesen. Und jetzt sieht man auch mal, wie tief wir da eingesunken sind und mit diesem ganzen Versuchen da rauszufahren, dann sind wir einfach immer nur tiefer eingesunken. Tja, also nächstes Mal, wenn wir im Dunkeln zum Stellplatz kommen, das machen wir eigentlich auch immer, dann halten wir an und dann gucken wir zu Fuß, wo wir wirklich parken wollen und wo es gut ist und dann parken wir da. Aber gestern sind wir dann irgendwie so direkt hier reingefahren. Tja, das war ein bisschen blöd, wenn man den Ort nicht kennt. Naja. Nächstes Mal einfach sagen, okay, shit happens, wir schlafen jetzt eine Nacht schräg und am nächsten Morgen suchen wir einen Traktor. Das wäre ja irgendwie mega easy dann gewesen. Aber gut. Jetzt sind wir frei, die wollten noch nichts haben, wir haben noch mal so angeboten, uns zu bedanken und so, aber ja, würden wir auch machen, hätten wir einen Trecker und jemand würde sich bei uns in der Nähe festfahren. Ja, aber sonst ist ja echt schön hier. Es erinnert uns ein bisschen an Ladakh, wo wir an diesem Salzsee da auf 4.500 Meter Höhe ein paar Tage waren. Sieht ein bisschen ähnlich aus mit diesem See und dann diesen kahlen Bergen und ein bisschen Schnee obendrauf. Und das ist wahrscheinlich auch so der einzige richtige Winter, den wir in diesem Winter haben werden, weil danach wird es einfach, danach geht es wieder runter, Persischer Golf, es wird einfach nur warm. Deswegen sind wir eigentlich ganz froh und so. Ja, okay, nachts war es kalt, aber 1, 2, 3 Nächte schafft man das auch, vor allem wenn man weiß, okay, danach wird es wieder warm und wir sind jetzt nicht ganz eingeschneit und so. Und es scheint ja die Sonne, das ist ja das Geile am Iran. Es ist einfach immer geiles Wetter, es scheint immer die Sonne. Wie ein Schlachtfeld hier. Tja, dann werden wir das auch mal den iOverlander-Kommentaren hier hinzufügen, weil davon stand dann nämlich nichts, dass das hier vielleicht matschig ist. Weil niemand zu der Jahreszeit hier war. Nee, wahrscheinlich nicht. Oder nur jemand auf dem Motorrad oder so. Oh, wir sind wieder on the road. Yeah. Das hier der Iran ist, glaubt uns auch niemand, glaube ich. Oder man geht davon halt nicht aus. Aber es gibt echt alles. Und im Winter halt auch so mega krasse, schöne Schneelandschaften. Richtig schön. Diese Nacht haben wir in diesem grandiosen Stellplatz verbracht mit einer wunderschönen Aussicht. Wie ihr seht, es ist auch ziemlich warm. Wir haben uns nicht festgefahren und wir haben uns nicht den Popo abgefroren. Also es war vergleichsweise sehr entspannt. Und es ist ganz lustig, dass wir auch wissen, dass schon andere Overlander-Reisende, Vanlifer, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, hier waren. Das wissen wir zum einen durch die App iOverlander, also durch Kommentare oder Leute, die das hier eingetragen haben. Zum Beispiel Busleben, ein niederländisches Pärchen war hier vor einem Jahr. Aber Cheap Like a Bird war hier, glaube ich, auch. Und ja, jetzt sind wir hier auch hingefahren und es ist halt schon spannend, dass wenn man eine ähnliche Route fährt, Leute dann immer an den gleichen Spots halten. Da helfen so Apps natürlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch cool, eigene Spots zu finden. Wir versuchen da ja immer so eine Mischung. Aber dieser Ort war jetzt auf jeden Fall von allen empfohlen. Und wir sind dankbar für diese Empfehlung und hatten hier, wie gesagt, eine entspannte, warme, gute Nacht. Ich habe ihn nicht ganz verstanden, ob ich jetzt mitbeten soll oder so. Aber auf jeden Fall sehr nett. Hast du schon erzählt, dass sie hier Arabisch reden? Nee, ich habe noch gar nichts erzählt. Naja, die reden jetzt hier schon Arabisch. Hat Laura gleich erkannt, weil sie das ja da schon lernen mit ihrer App. Wir sind heute ein bisschen weiter gefahren, als wir eigentlich wollten und waren jetzt so auf Stellplatzsuche und dann habe ich diese Moschee gesehen mit so Picknickplätzen und dann haben wir direkt gefragt, ob wir hier schlafen können und dann waren da so Männer und ich finde, Arabisch hat einen sehr eindeutigen Klang und ja, ich gewöhne mich ja so langsam an die Sprache und dann habe ich das sofort gehört. Jetzt hat uns der... Was heißt das denn? Ist ja nicht der Pastor. Der Imam? Nee, der ist doch der Hausmeister, oder? Na, jetzt hat uns jedenfalls der hier für die Moschee zuständig ist, noch Tee gemacht. Ich bin erst mit meinen Tassen dahin gegangen, aber er hat uns jetzt eine ganze Kanne gemacht. Toll. Guten Abend, Shukran. So, wir sind jetzt
100 Kilometer von der irakischen Grenze entfernt. In der letzten Stadt wollen wir noch so ein paar Erledigungen machen, nochmal Gas auffüllen, weil das im Iran natürlich sehr günstig ist und meistens unkompliziert. Und mit unserem letzten Geld noch möglichst viel einkaufen, Gemüse und so und was immer wir noch finden. Ja, und uns dann vorbereiten, dass wir dann morgen früh über die Grenze gehen. Soll wohl sehr chaotisch sein, aber wir hoffen, dass inzwischen schon viele darüber gefahren sind und dass das jetzt ein bisschen einfacher läuft. Oh ja. So, jetzt haben wir auch noch mal Gas aufgefüllt. Das hat übrigens nur 2 Euro gekostet, aber voll gut, weil jetzt haben wir erstmal wieder für die nächsten Monate genug Gas zum Kochen. Und getankt haben wir übrigens vorher natürlich auch noch 80 Liter in unseren Tank und dann haben wir noch 4 20 Liter Kanister gefüllt. Und insgesamt haben wir übrigens während unserer ganzen Iran-Reise jetzt so ein bisschen über 500 Liter getankt und dafür haben wir bezahlt 2,50 Euro insgesamt. Das ist mal ein guter Preis, ne? Jetzt fahren wir hier auf dieser Hauptstraße lang und dann sind überall so Straßenstände, wo es halt am günstigsten ist. Und immer wenn wir was davon wollen, dann halten wir. Wir haben jetzt eben schon so Kohl gekauft, das hält sich ja ein bisschen. Bananen, okay, die halten sich nicht so lange, aber wollen wir auch mal wieder. Ein paar Grüne haben wir gekauft, die halten sich dann vielleicht länger. Mal sehen, was es gleich noch gibt. Für Pommes, ne? Ja, man muss ja den Platz nutzen, den man hat, wenn man jetzt für eine so lange Zeit Vorräte aufkauft. Hier in dieser Box, da unten ist so der Reifen, deswegen ist das so eine blöde Form. Deswegen ist das unsere Wäschebox. Da haben wir so ganz viel Wäsche drin. Aber da passen natürlich auch Tomaten ganz gut rein. Wir hatten jetzt nicht mehr ganz so viel Geld, deswegen wollten wir noch mal was wechseln, aber wir wussten nicht wo und der Bazar ist gerade so alles zu und da war jetzt nichts. Dann haben wir einfach den Supermarktverkäufer gefragt, also Supermarkt, das war ja so ein Kiosk, wo man das machen kann, aber er hat das einfach selber gemacht. Dann hat er jemanden angerufen für den Wechselkurs, der war aber nicht so gut, dann haben wir ein bisschen verhandelt und dann habe ich irgendwann gesagt, so, okay, für den Kurs, dann kaufen wir bei dir aber auch ein. Und dann hat er gelacht und das war dann okay. So, inzwischen ist Abend geworden. Wir haben noch viel eingekauft, um unser Geld auch loszuwerden. Wir waren noch mal in so einem kleinen Supermarkt, noch mal so Kleinigkeiten besorgen. Und da haben wir noch diese Kebabspieße. Da können wir dann so Gemüse über dem Feuer grillen. Und dann wollten wir noch unbedingt Brot haben für die nächsten Tage und Mehl. Und dann waren wir gerade bei so einer Bäckerei und das ist ja so ein bisschen anders. Also es gibt ja immer extra so Bäckereien, die nur dieses eine bestimmte Brot machen und dann ist draußen so ein großes Gitter, wo man dann wartet und dann kommt das Brot da drauf, weil es ja noch heiß ist und so. Das heißt, das sammelt sich da so und da kommt man natürlich so ins Gespräch und der Bäcker, der hatte irgendwie einen Freund, der Deutsch spricht, der ist dann auch noch gekommen und so, der hat mit uns dann Deutsch gesprochen und wie das dann so am Ende ist, dann wollten die halt nicht, dass wir bezahlen. Also wir haben jetzt 2 Brote gekauft und 5 Kilo Mehl noch, aber sie wollten einfach kein Geld und wir haben aber auch gesagt so, wir haben aber noch Bargeld, das müssen wir loswerden, wir wollen unbedingt bezahlen, ne? Auch für die Arbeit und so, aber die sagen halt dann ganz Zeit, nee, ihr seid unsere Gäste und so, also mega nett. Ja, und jetzt haben wir immer noch Geld, also können wir dafür noch mal Abendessen oder so, weil das Geld verliert ja auch schnell an dem Wert, deswegen wollen wir es eigentlich alles ausgeben oder wir behalten noch ein klein bisschen, falls wir doch noch mal zurückkommen. Ja, jetzt haben wir aber auch Mehl, toll. Salam bzw. Assalamu alaikum, es ist der nächste Morgen und jetzt fahren wir zur Grenze und ich muss ehrlich sagen, dass ich ganz schön aufgeregt bin. Wir sind ja bisher immer jetzt zurückgefahren und wussten, was auf uns zukommt, also wieder in den Iran zu fahren und so weiter, das war jetzt nicht so was Neues für uns, aber Irak und Kuwait, da waren wir noch nie. Wir haben keine Ahnung, wie das da ist, wir haben uns natürlich ein bisschen vorbereitet, aber dahin zu fahren ist immer was anderes, als was man erwartet natürlich. Also ich bin schon ein bisschen nervös, aber habe auch sehr große Vorfreude. Ja, also der Grenzübergang beim Iran, das wird ganz chillig, das ist ja nicht so kompliziert, aber die irakische Seite soll ein bisschen chaotisch sein, wobei ich habe mich da jetzt eingelesen und eigentlich geht's, man muss halt viel hin und her rennen und so, das ist halt so. Aber ich habe mir so von den ganzen iOverlander Kommentaren und vor 2 Tagen sind irgendwie andere auch rübergefahren und haben da einen super Bericht geschrieben. Jetzt habe ich hier sogar so eine Karte gemalt mit wo man wann hingeht, ne? Weil man muss ja erst dann
ein Visa holen, da muss man einen Stempel fürs Auto, da muss man einen Stempel für den Pass und da muss man da wieder hinlaufen und so. Also ist viel hin und her, aber wenn man weiß, wo man hin muss und in welcher Reihenfolge, dann geht das, glaube ich, ganz gut. Und eigentlich ist es nicht anders als sonst. Aber es ist vielleicht ein bisschen größer, man muss hin und her rennen. Schaffen wir schon. Und das waren ja jetzt ganz viele, deswegen wissen die, wie das läuft. Wir sind jetzt gleich an der Grenze. Wir sagen aber hier schon mal Tschüss, weil da mit Filmen ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Das heißt, unsere Zeit im Iran ist wieder mal zu Ende. Es war eine sehr besondere Zeit. Vergesst nicht, das ist immer ein sehr individueller Einblick, den wir euch zeigen. Wenn ihr herkommt, habt ihr vielleicht eine ganz andere Erfahrung. Wir hatten auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit mit tollen Menschen. Hatten auch einfach Glück, dass wir in Teheran so herzlich aufgenommen wurden, genauso wie überall sonst. Und sind jetzt gespannt, was als nächstes kommt. Also vielen Dank, dass ihr uns auf unserer ganzen Iran-Reise begleitet habt. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen zeigen, dass es ein sehr diverses, vielschichtiges, komplexes Land ist. Und damit sagen wir ein letztes Mal Hodafis!